Die Lage ist bedrohlich. Ein neues Coronavirus verbreitet sich über die ganze Welt. Die Nachrichten sind voll davon. Die Fallzahlen auf der Corona-Weltkarte der Johns Hopkins Universität steigen und steigen. Der immunresistente Erreger lähmt Handel und Reisen und versetzt die Weltwirtschaft in den freien Fall. Es ist der 18. Oktober 2019. Moment, wieso 18. Oktober 2019? Brach die Corona-Epidemie laut offizieller Erzählart nicht eher im Januar 2020 in China aus? Stimmt, aber beschrieben wurde soeben nicht die echte oder uns als echt verkaufte Corona-Krise im Jahr 2020. Es handelt sich um das Szenario einer Übung, die nur wenige Monate zuvor stattfand und die in vielerlei Hinsicht kaum von der heutigen Realität zu unterscheiden ist. Die Übung wurde ausgerechnet von der Bill und Melinda Gates Stiftung und der Johns Hopkins Universität veranstaltet, nur wenige Monate vor Ausbruch des echten Coronavirus. Sogar George Gao, eine absolute Schlüsselfigur beim vermeintlichen Corona-Ausbruch in Wuhan, nimmt an Event 201 teil. Es wird explizit von einem Coronavirus gesprochen. Das Szenario und die beschriebenen Maßnahmen zeigen eine frappierende Ähnlichkeit zur Realität. Es werden sogar Begriffe wie das neue Normal genannt, die erst 2020 zu einem Schlagwort wurden. Kann all das noch Zufall sein? Alarming news emerging from social media companies today about the CAPS pandemic. Twitter and Facebook are reporting they've identified and deleted a disturbing number of accounts dedicated to spreading disinformation about the outbreak. Countries are reacting in different ways as to how best to manage the overwhelming amounts of and misinformation circulating over the internet. In some cases, limited internet shutdowns are being implemented to quell panic. National governments are considering or have already implemented a range of interventions to combat misinformation. Some governments have taken control of national access to the internet. Others are censoring websites and social media content. And a small number have shut down internet access completely to prevent the spread of misinformation. Penalties have been put in place for spreading harmful falsehoods, including arrests. One thing we haven't spoken about, and I'm wondering whether it's time to talk about this, is a step up from the part of the governments on enforcement actions against fake news. So I think it requires a global coordination and not just at the individual country-specific level. And on various social media channels and cable networks, there's been some conspiracy theories that are around about the potential that pharmaceutical companies or the UN have released this for their own benefit. Pharmaceutical companies are being accused of introducing the CAPS virus so they can make money on drugs and vaccines. Das klingt ja ungeheuerlich. Wer käme denn auf sowas? Gut, inzwischen Millionen, wenn nicht Milliarden skeptischer Bürger. I personally do not believe that trying to shut things down in terms of information is either practical or desirable. And we do have, I think, a couple of strategies that are available to us, one of which is the flood strategy, second of which is relying and informing and equipping trusted sources of information with the facts so they can then pass that on. But we also need to actually think about a technological answer to this. Ach, wie gnädig. Medien sollen vorerst nicht abgestellt werden. Das sagt zumindest eine Teilnehmerin. Sehr nett. Man kümmert sich einfach darum, die Sichtbarkeit alternativer Meinungen möglichst niedrig zu halten, sodass der Konsument sie kaum finden kann, während er mit Meldungen der großen Medienkonzerne überschüttet wird. Die Runde spielt sich als Wahrheitsministerium auf. Sie gibt vor, was legitime Quellen sind und was nicht. Was Desinformation und was Wahrheit ist, soll von oben aufoktroyiert werden. Das passt zum totalitären Geist, den diese ganze Simulation atmet. Man kann hier von einer Art modernen Wissenschaftsfaschismus sprechen, der eines Tages in einer sogenannten Technokratie enden könnte. Einer Herrschaft selbsternannter Experten, die glauben, am besten und am nachhaltigsten über das Leben der rechtlosen Untertanen entscheiden zu können.